Geschichte von Trafo und Zwins ist, dass damals die Schreinerei Zwins auf uns Trafo zukam mit diversen Schmerzen in der Organisation. Die waren diffus, Überlast, Unterlast in verschiedenen Teilen des Unternehmens und wir haben uns damals entschieden, zusammenzuarbeiten und in Anlehnung an die Kanban-Methode viel zu visualisieren und viel Transparenz zu kreieren und daraus ist was mega Wundervolles entstanden und es wird liebevoll Tacho genannt. Es kam mir am Anfang ziemlich abstrakt und seltsam vor, weil du das eigentlich komplett uns machen lassen hast. Du hast nichts übergestülpt und gesagt, so und so muss das sein, sondern nur so jetzt komische Fragen gestellt, die wir uns die ganze Zeit selber beantworten mussten. Und hast nicht gesagt, ja, müsste nicht erst das eine vor dem anderen sein oder so, sondern wir mussten uns das komplett selber erarbeiten. Das finde ich eine Rückschau vom Ergebnis aus betrachtet, eine sehr professionelle Herangehensweise, die uns wahrscheinlich auch dorthin gebracht hat, wo wir sind. Du hast sozusagen nur den Impuls gebracht. Also, das ist unser Tacho. Alles, was hier zu tun ist, taucht in irgendeiner Form auf dieser Wand auf. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, wie wir das vorher gemacht haben. Ich weiß nur, dass es unübersichtlicher war, wie in einem normalen Handwerksbetrieb eben ohne Tacho. Das Besondere. Vielleicht fällt mir da so eine Geschichte ein. Da schwimmen zwei junge Fische so im Wasser. Kommt ein älterer Fisch entgegen und sagt, super Wasser heute. Die zwei jungen Fische schwimmen weiter. Nach einer Weile fragt der eine den anderen, hey, was zur Hölle ist Wasser? Und so ähnlich geht es mir praktisch. Was ist das Besondere am Kanban? Es ist unser Alltag, unsere Kultur. Alleine schon, dass wir alle der Meinung sind, es ist wichtig, dass wir hier zusammen vor diesem Tacho stehen und besprechen, was die Woche gelaufen ist, was die Woche laufen muss, wer welche Aufgaben übernimmt, wer mit was beschäftigt ist, dass ich einen Überblick habe, an was arbeitet denn der Kollege gerade eigentlich. Ja, wenn am Montagmorgen klar wird aus dem Tacho heraus, dass irgendjemand Ende der Woche nicht da ist, dann ändert sich ja plötzlich wieder die Wochenstrategie. Die Bereitschaft zur Veränderung hat sich vor allem verändert. Das war das Beste, dass alle kapiert haben, wow, wir müssen das irgendwie anpacken. Da gibt es Potenzial innerhalb der Firma, wenn wir das strukturierter angehen. Die weitere Erkenntnis von der Kanban, dass man die Aufgaben nicht reinschiebt, sondern ich habe meinen Zettel, meinen Job praktisch fertig und der neben mir zieht sich die Aufgabe. Das ist eine gewisse Selbstbestimmtheit und eine Befreiung für mich als Chef, weil ich kann mich um wichtigere Dinge kümmern, als jemand was reinzuschieben. Also für mich das Wichtigste und ich glaube für Herrn Zwins auch sehr, dass alles, was passiert, ich auf diese Wand tun kann und dann sicher bin, dass es nie wieder vergessen wird. Das ist für mich der Gamechanger. Schreinerei Zwins Fazit, sowas habe ich noch nie erlebt, wie aus diesen minimalen Samen sowas kreiert wurde. Wir haben die Anfangsvisualisierung erstellt und ab da war das quasi ein Selbstläufer. Die wissen ja schon gar nicht mehr, dass Trafo irgendwie da mit drin ist, weil sie das schon so in ihre eigene Kultur mit aufgenommen haben. Das ist der Idealfall. Der Idealfall bei Trafo ist, wir kommen mit Kunden, Klienten zusammen. Wir kreieren dort Bewusstsein, was das eigentliche Problem ist und wie wir vielleicht an die Ursache herangehen können. Und dann können wir methodisch da wirken, dass in Zukunft alle Probleme selbst gelöst werden können.